jetzt der Spot hier. How do you know? Look at this. Von der Insel bei Nacht zeigen. Der Buxi ist groggy, Alter. Magen schmerzt. Ich hau mir halt auch so viel Zeug hier rein, ey. Ich esse 3-mal so viel wie in Deutschland. Ich würde gerne mal auf die Waage. Ich werde ein Biest, wenn ich zurückkomme. Das hier ist der Local Supermarkt. Das ist eigentlich der niceste, den ich bis jetzt gefunden habe. Weil er hat richtig viel Auswahl an verschiedenen Sachen. Getränken. Oh, eine Sonnencreme. Auch wenn ich das seit Jahren nicht mehr gekauft habe. Müsste ich mir eigentlich auch mal gönnen, ey. Oh, das ist mein Dude. Der hat mir gestern geholfen. Good morning, my dear. How are you? You good? Good. Asiko? Asiko will see. Come later. He coming 9 o'clock. Das waren nämlich die ersten Jungs, die ich hier angesprochen habe, die mir ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, hat ein sehr geiles Gespräch mit denen. Ich muss sagen, die Malediver sind wirklich sehr, sehr angenehm. Und diese Insel ist auch irgendwie hat eine andere Energie. Ist schon krass zu sehen, welchen Einfluss eine andere Umgebung auf uns Menschen haben kann. Es war definitiv die richtige Entscheidung, mit Fiona diese Reise anzutreten. Die Dame will in die Fischfarm reinlaufen. Guck mal, hier, das sind alles Fische hier vorne, was ihr seht. Da, das Dunkle. Ist so krass, ne? Ich hier beides filmen. Der habe ich gestern auch für dich gemacht. Das ist das Mindeste, was du machen musst für mich. Wenn ich der Puxi bin. Sag doch mal ehrlich, ist sie nicht sexy, die Fifi? Sag doch mal ehrlich, so eine gut aussehende Frau, das kann man überhaupt nicht, kann mir keiner widersprechen. Das sind alles Fische hier. Ich habe mich leider nicht mal drauf konzentriert. Gestern gleich mal einen Berliner kennengelernt hier auf der Insel, der war auch zu krass, ey. Es passieren Sachen zurzeit wieder mit mir, ich glaube ja nicht an Zufälle. Und gestern hat sich's multipliziert, aber ich hinterfrage es nicht mehr. Ich bin auf einem sehr guten Weg. Da vorne sitzt er schon. Macht schon seinen Sport, weil ich faul bin. Ja, auf jeden Fall habe ich mich hier an den Strand gepflanzt, in Schatten und wollte dann ein bisschen am Strand entlang laufen. Und da lag ein sympathischer Kerl und dann habe ich mir gedacht, komm, frag's, ob er drauf aufpasst. Wir haben noch nicht mal gesprochen. Und eine Stunde später oder 2 Stunden später, als ich den Strand schon wieder verlassen wollte, habe ich mir gedacht, komm, fragst du ihn doch mal, wo es hier ein gutes Restaurant gibt. Dann habe ich ihn auf Englisch gefragt, wo gibt's, kannst du mir hier was recommenden? Und dann sagt er zu mir, du kannst auch mit mir Deutsch reden. Und jetzt sitzt er hier und macht seinen Sport. Mir fehlen jetzt gerade die Gewichte für die Beine, weil ich komme mit den Beinen, also ich kriege die Dehnung hier nicht richtig. Das ist nämlich was, dafür habe ich absolut keine Disziplin. Weil ich habe zu Hause, also wenn ich im Fitnessstudio bin, lege ich mir hier ein Gewicht, Ja. die Höhe das halt, und dann komme ich halt viel weiter viel tiefer. Ja, ja. Genau. Ja, ich muss mich halt auch viel mehr dehnen. Also, wie gesagt, das ist der Berliner Bub hier. Zu krass, ey. Und im Prinzip haben wir was. Ich meine, ich habe in Berlin 1 Jahr gewohnt. Luftlinie, was wird es sein, ey? Ja, keine Leopoldplatz? Wie weit ist der weg? 1,5 Kilometer. Ach, unfassbar, Alter. Und ihr wollt mir erzählen, es gibt Zufälle. Also, mein Lieber, bis gleich. Bis gleich. Der Blend müsste ungefähr hier sein, gell? Ja. Oh, nice. Keiner am Strand. So, jetzt geht's hier erstmal durch den Dschungel. Also, die Insel hier ist auf einem anderen Level. Ganz anders. Mehr westlicher Einfluss, was nicht bedeutet, dass es irgendwie jetzt wie Europa wirkt, aber einfach der Standard ist gut. An Essen und Sauberkeit. Aber die Leute sind noch mal anders. Also die Einheimischen sind so chillig hier. Also am Anfang habe ich gedacht, auf die Malediven werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht noch mal kommen. Aber von Insel zu Insel habe ich das Gefühl, ich muss mir da widersprechen. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, ein bisschen zu weit gelaufen. Ne? Diese Straße ist so kurz und diese Insel ist so klein und trotzdem kriege ich es nicht gebacken, mich direkt zurechtzufinden. Da ist er doch. That's my place. Good morning, sir. Morning. Is it okay for you to be filmed? Sorry? It's okay for you? Yeah, okay. I heard you have the best coffee here. Which coffee? You have good coffee, yeah? Yeah. I take a cappuccino with coconut milk.
But the coconut milk is not come for hard like It's not like, yeah. you know what, then give me an Americano Americano. and I put some coconut milk in it. Okay. Thank you, huh? Shukriya. You're a Maldivian? Where you come No, from? no, I'm from Bangladesh. Bangladesh? Yeah, I'm working here. Maybe Germany, no? What do you think where I come from? Germany? No? What did you say? German. How do you know? No? How do you know? Yes? Yes, Germany. Yes? How do you Oh, know? really? How? From my language? No, just... But come on, do I look German? I have blonde hair? no. Blue how? Because last time 2-3 people come in and I asked you where you from and she said German. That's why I... So you just... Wow, good. Really good. Komm, ganz im Ernst, wenn man mich sieht und mich nicht kennt, geht man doch nicht davon aus, dass ich Deutscher bin, ey. Wahnsinn. Geil. Ah. Ja, wie gesagt, ich vertrage schon seitdem ich klein bin Milch nicht so gut. Ich muss wirklich sagen, ich halte nicht viel von Milchprodukten und ich bin jemand, ich habe aufgehört, andere Leute davon zu überzeugen, was ich für richtig halte. Aber ich habe meinen Milchkonsum seit Jahren schon reduziert. Kuhmilch trinke ich eigentlich gar nicht. Das Einzige, auf was ich nicht verzichten kann, ist Käse. Alter, a life without cheese. Weil gerade als ich klein war, weißt du, Ärzte sagen immer, ihr Kind muss viel Milch trinken, damit die Knochen stark werden. Klar, bis zu einem gewissen Grad, aber wir Menschen trinken halt Milch auch weiter, wenn wir erwachsen sind. Die meisten Tiere trinken Milch, bis sie auf eigenen Beinen stehen können. Und wir trinken nicht nur Milch von einem anderen Lebewesen, sondern wir trinken es auch noch bis ins hohe Alter. Und dann macht es genau das Gegenteil. Also Leute, die Gelenkschmiere vermissen, Knieprobleme haben, generell, denkt man drüber nach, den Milchkonsum ein bisschen einzuschränken. Ist das nicht das Schönste, so den Tag zu starten, Alter, direkt am Meer? Dieses Gefühl, einfach in dem Moment glücklich zu sein. Ohne irgendwelche großen äußerlichen Einflüsse oder Abhängigkeiten. Ich begann immer mehr die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Und mit jedem Tag wuchs meine Dankbarkeit. Das ist jetzt der Spot hier. Also, hier haben wir uns gestern getroffen und das ist der Spot, an dem wir uns jetzt täglich aufhalten werden. Ich lebe im absoluten Paradies. Wie könnte ich mich hier beschweren? Guckt euch das doch mal an. Das ist so spiegelklares Wasser. Man sagt, wir Männer werden eigentlich nie wirklich erwachsen und bleiben im Herzen doch immer Kind. Just look at this. Nur leider musste dieses Kind in mir die letzten Jahre weichen. Ich war so sehr damit beschäftigt, mich hauptsächlich seelisch über Wasser zu halten, dass meine Faszination fürs Leben komplett verschwand. Weil ich bin an einem Punkt, wo ich merke, dass ich wieder irgendwie im Flow bin, mir das Universum gut gesonnen ist und Sachen auf mich zukommen und einfach in meine Richtung fliegen. Und oftmals man gar nicht merkt, dass man gegen die Wellen schwimmt, anstatt einfach mit den Wellen zu schwimmen und die Sachen auf sich zukommen zu lassen. Und Menschen, die ich in den letzten Tagen getroffen habe, wo ich sage, das ist doch gar kein Zufall mehr. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Ich habe am ersten Tag, als ich hier in den Malediven gelandet bin, ihr wisst ja alle, hier darf man keinen Alkohol trinken. Und klar gibt es immer Leute, die irgendwie was punchen oder Alkohol hierher schmuggeln. Nicht nur die Europäer, sondern auch die einheimischen Leute, weil sie natürlich wissen, dass sie Geld damit machen können. Und dann habe ich gehört, dass es hier halt ein Boot gibt, wo ein Malediver eine Lizenz erworben hat von der Government, um Alkohol legal zu verkaufen. Und das ist natürlich ein krass lukratives Geschäft. Das heißt, es sind Legends hier draußen. Ja? Und was passiert heute? Ich hole mir ein Käffchen, fange den Tag einfach ganz gemütlich an, lasse alles auf mich zukommen. Und dann sehe ich 2, 3 Jungs neben mir sitzen. Und ich glaube, ihr wisst alle, dass ich gerne mal einen rauche. Ich bin kein großer Fan von Alkohol. Ich habe auch gelernt, Marihuana als Medizin zu verwenden, ist ein bisschen bedachter und mit einem Bewusstsein zu konsumieren, weil wir vergessen sehr, sehr oft, dass manche Sachen uns eigentlich sogar gut tun, aber wir sie halt mehr oder weniger ausnutzen oder uns irgendwie gewissen Traumata und Schmerzen nicht stellen wollen und uns dann in Alkohol ertränken oder irgendwelche Drogen nehmen. Aber ja, zurück zum Thema. Auf jeden Fall habe ich gesehen, die bauen sich ein. Dann habe ich gesagt, ey Jungs, wie sieht's aus? Kann man mitsmoken? Aber ja, komm rüber. Haben wir uns unterhalten. Und lange Rede, gar keinen Sinn. Es stellt sich raus, weil hier vorne eine Yacht steht. Ich
bin halt sehr stark davon ausgegangen, dass das irgendwelche westlichen Touristen sind oder so, die hier Anker gelegt haben und hier auf der Insel Urlaub machen. Und dann habe ich die Jungs irgendwie, keine Ahnung, kamen wir auf das Gespräch, was die noch machen. Die haben mir eine kleine Bar und verleihen halt die ganzen Jetskis und so. Und dann stellt sich im Endeffekt raus, dass den Jungs dieses Boot gehört. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich habe gesagt, Jungs, ihr seid Legends hier draußen. Die fangen an zu lachen und sagen, ja, ich weiß und so. Und dann habe ich gemeint, aber ihr habt eine gewisse Verantwortung, weil ich schon mitbekommen habe, dass jetzt durch den westlichen Einfluss viele Einheimische Kontakt zu Alkohol bekommen. Und wir bringen teilweise wirklich Tod und Übel in andere Länder, sei es Plastik. Also wir regen uns darüber auf, wie andere Länder mit Plastikmüll und mit Müll generell umgehen. Dabei sind wir diejenigen, die den Scheiß auf den Markt gebracht haben. So. Durch Thailand an, durch Afrika an. Wo gehen die ganzen Lithiumbatterien hin? So, ja? Und dann habe ich gesagt, Jungs, ihr habt eine gewisse Verantwortung. Ich höre halt, dass Leute sich hier schlagen, vor allem Einheimisch. Ich habe erst gesagt, ja klar, die besoffenen Ruskis hier wieder. Und sagt er, nein, das sind unsere Leute. Und dann habe ich gesagt, ey, du hast halt eine gewisse Verantwortung. Die Leute kennen den Umgang mit Alkohol nicht. Ich habe 6 Jahre in einem Club gearbeitet. Ich kann euch sagen, was Alkohol mit Menschen macht, wenn man nicht weiß, wie man mit umgehen soll. Und vor allem, wenn man jung ist. Und trotzdem habe ich gesagt, ey, ihr seid echte Businessmänner, so Respekt. Und die fahren halt mit dem Boot raus und dann können halt Touristen und wer auch immer, auch Einheimische mitkommen. Und die zahlen pro Flasche $100, egal was. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für einen Umsatz die machen. Wie nennst du die? Kleine Locals. Seid ihr die kleinen Locals? Good evening. So, muss noch mal ein bisschen hier was von der Insel bei Nacht zeigen. Es ist echt dunkel. Fiona und ich machen uns jetzt zum Hafen. Da wartet Sancho Pancho auf uns. Und wir gönnen uns ein schönes Abendessen bei traditioneller, bei Live-Musik. Ob die traditionell ist, kann ich nicht beurteilen. Bin ich mal gespannt. Bisschen beschlagen hier der Spaß. Ich brauche eine neue Runde. Das ist doch schon viel besser. Linksverkehr, ich vergesse immer, wo ich hier laufen muss. Klar bist du da drauf. Das ist ein großer Teil dieser Doku, diese Frau. Ohne sie wäre ich nämlich, glaube ich, gar nicht hier auf den Malediven gelandet. Ich wäre wahrscheinlich jetzt in Südamerika. Mit ganz anderen Vibes. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass sie mich hierher geführt hat. Und es kommt noch so viel, ihr habt keine Ahnung, was noch auf euch zukommt und auf mich. Ich bin wirklich an einem Punkt, ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben gerade. Und ich weiß, dass es noch Ups und Downs geben wird und das ist auch in Ordnung. Aber jetzt gerade genieße ich meinen Up. Ja, ich höre auch schon Musik. Das ist auch ein Bild für die Götter, ey. Ja, wir sitzen hier abends und zocken eine Runde. Ich weiß nicht, ob das Schach ist. Aber ich finde es mega nice. So, this is the place to be. I'm hungry, I need some food. I need some food. Good evening. Hi, guys. Where's the band? All the way on top? How are you? You good? Oh, das ist ein schöner Winkel. Wir haben gestern in Shishi reserviert. Wie bitte? Jetzt verstehst du auch, warum sie mich so komisch Ja. angeguckt haben. Good evening, sir. Hi. Boah, ist ja mega voll. Meinst du, wir kriegen noch einen Platz? Boah, ist ja noch gediegen, ey. Kann man sich ja noch gönnen. Sancho, der alte Mexikaner, war natürlich schon vor Ort. Inzwischen hatte ich auf der Insel einige Bekanntschaften gemacht und war sehr erfreut, viele dieser Gesichter hier wieder zu treffen. So wie Ali, der freundliche Barista von heute Morgen. Es stellte sich schnell raus, dass der junge Mann neben mir an der Percussion der Manager des Ladens war, mit dem ich heute noch in Kontakt stehe. We need a rapper with us both, bro. Look, the whole restaurant is empty because I took over, guys. Give me the chorus one more time and I go for it. People killing, people dying, children hurting, you
practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Need some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? The love, the love. Where is the love at last, at last? Early morning vibes. Oxy's up early again. Ich habe vielleicht 5 Stunden geschlafen. Wir waren ja gestern, wie gesagt, zusammen essen mit Live-Musik in dem Celeste Restaurant. War echt nice. Ich meine, wir haben 2,5 Stunden auf unser Essen gewartet. Hätte es keine Live-Musik gegeben, wäre ich wahrscheinlich nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde gegangen. Ich habe auch mit dem Chef oder eher gesagt mit dem Manager geredet und habe gesagt, du, ich schreibe dir eine Liste auf mit 10 Punkten. Also konstruktive Kritik, die ihr verbessern könnt. Weil ihr müsst euch vorstellen, diese Inseln haben erst vor 10 Jahren für normalen Tourismus aufgemacht. Das heißt, die Einheimischen kennen natürlich nicht den westlichen oder den europäischen Standard. Was ich aber auch ganz gut finde, weil ich ihm gesagt habe, hör mir zu, probier nicht alles für die Europäer zu machen. Es gibt nämlich einen Grund, warum die hierher kommen. Es ist nämlich, weil die etwas lieben, was sie zu Hause nicht haben. Deshalb müsst ihr immer eure Individualität behalten, immer gucken, dass ihr so eure maledivische Art und ihr euren maledivischen Vibe mit in das Ganze reinbringt. Aber halt 2,5 Stunden auf Essen warten geht auch überhaupt nicht klar. Und wie oft man was bestellt und es kommt was anderes oder es fehlt was. Aber es ist trotzdem so sympathisch und die Menschen sind so warmherzig. Ich habe tatsächlich sogar das Mikrofon in die Hand genommen. Mehr schlecht als recht, aber hat Spaß gemacht. Und ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo schon ein Käffchen kriege oder irgendwas zu trinken. Das wäre nice. Wir haben jetzt knapp 5:45. Ich wollte eigentlich Sonnenaufgang ein bisschen filmen, aber morgens ist es so bewölkt. Good morning. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der ganzen Geschichte, dass ich euch hier mitnehme. Langsam reinslide in mein Leben. Aber wir sind auf einem guten Weg und macht Spaß. Baby girl, you know what it is. Alle flexen, aber keiner macht den Scheiß so wie ich. So, jetzt ist mal wieder kurz vor knapp. Ich habe jemanden für das alkoholfreie Bier gefunden. Cola! Excuse me, sir, where do we get food?